Freunde, heute habe ich euch was richtig Besonderes und zwar den Luba Mini AWD LiDAR von Mamotion. Aber jetzt Vorsicht, das ist nicht der normale LiDAR von Mamotion, sondern das ist der weltweit erste Rasenmäher-Roboter mit einem Tri-Fusion Positioniersystem. What? Das klingt erstmal nach Fachchinesisch, aber glaubt mir, dahinter steckt ein echter Gamechanger für den Garten. Denn dieser Mäher kombiniert LiDAR, RTK und Vision, also 3 unterschiedliche Systeme, zu einem Navigationspaket, das in Sachen Präzision und Zuverlässigkeit bisher unerreicht ist. Ich erkläre euch heute genau, wie das Ganze funktioniert, wo die Unterschiede liegen und ich zeige euch natürlich den Mäher auch im Einsatz. Jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und bevor wir jetzt komplett mit diesem Thema hier loslegen, möchte ich euch darauf verweisen, ich habe schon die ganzen anderen Mähroboter von Mamotion auch schon vorgestellt. Diese Videos kann ich euch gerne nochmal dort oben oder unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort werde ich auch noch eine richtig coole Mähroboter-Garage verlinken, die ich gebaut habe mit automatischem Tor. Die ist richtig cool geworden. Schaut's da auch nochmal drauf. So, jetzt brauche ich aber erstmal einen Stuhl für euch. Ich möchte denn nämlich mit euch die Generationen ganz kurz durchgehen. Wie hat denn alles mit den Mährobotern angefangen? Generation 1 war einfach das Begrenzungskabel. Das musste aufwendig die Grenzen abgesteckt werden vom Garten. Man muss aufwendig vergraben und auf die Grasnarbe dann legen obendrauf. Das war aufwendig, hat Stunden gedauert und man war sehr unflexibel. Und das ist mittlerweile Vergangenheit. Generation 2 kam die RTK-Variante raus, sprich RTK-Station, die man fix anbringen musste. Diese RTK-Station hat mit dem Roboter kommuniziert mit diesem GPS und hat dann praktisch die Genauigkeit von diesem GPS deutlich verbessert. RTK kam dann auch noch zusätzlich mit Vision raus, also Navigation über ein Kamerasystem oder praktisch dann kam ja dieses LiDAR mit diesem Vision auch noch zusätzlich raus. Das ist das hat alles viel besser gemacht. Also gerade das RTK hat schon die Präzision deutlich erhöht und LiDAR hat Hindernisse besser einfach erkannt. Aber jede Lösung hat natürlich auch ihre Schwächen. RTK braucht immer freie Sicht zum Himmel und LiDAR tut sich ein bisschen schwer bei offenen Flächen, wo wir praktisch auch keine Hindernisse haben. Ja, und jetzt sind wir schon bei der 3. Generation und Mamotion bringt jetzt der erste Hersteller praktisch, Mamotion bringt jetzt praktisch dieses Tri-Fusion System raus, das alle 3 Technologien in einem kombiniert. Also das heißt, wir kombinieren RTK, wir kombinieren LiDAR und Vision, also praktisch dieses Kamerasystem ineinander in ein System. Durch dieses System hat natürlich der Roboter praktisch immer das beste Signal, weil er automatisch immer hin und her schalten kann, je nachdem wie der Garten aufgebaut ist. Also echt für komplexe Gärten gedacht. Und genau das schauen wir uns heute mal genau im Detail an. Aber Leute, Achtung, jetzt noch eine Info zu diesem Tri-Fusion-System vorab. Bei diesem Tri-Fusion-System handelt es sich nicht um einen neuen Roboter, sondern es handelt sich um ein Software-Update des Luba Mini LiDARs. Im Moment ist es eine Option für LiDAR-Nutzer. Diese neue Technologie befindet sich derzeit bei Mamotion in einer kontrollierten Testphase für eine ausgewählte Gruppe von Nutzern. Wenn jemand von euch an diesem Testprogramm teilnehmen möchte, kann er eine Anmelde-E-Mail an das Service- und Support-Team von Mamotion schreiben. Die E-Mail-Adresse werde ich in die Videobeschreibung unten reinpacken. Aber Vorsicht Leute, wer sich für dieses Update entscheidet und das Tri-Fusion aktivieren möchte, muss seine aktuelle Karte löschen. Für wen ist das Update denn überhaupt gedacht dann? Für Nutzer, die aktuell vielleicht Probleme mit dem LiDAR haben, wenn LiDAR zum Beispiel bei großen, weitläufigen Flächen Probleme hat, richtig zu navigieren. Oder auch für diejenigen, die einfach Bock haben, eine neue Technologie zu testen.
Für alle anderen, wo leider perfekt funktioniert, würde ich warten, bis das System als Update offiziell eingeführt wird. Wann das passieren wird und ob das System in Zukunft in jedem LiDAR verfügbar sein wird, kann ich euch leider nicht sagen. Wir sehen aber, dass Mamotion an weiteren Generationen arbeitet, was die Zukunft der Navigation weiter verbessern wird. Und das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Finde ich richtig cool. So, weiter geht's. Natürlich zeige ich euch nicht nur das Software-Update in diesem Video, sondern auch natürlich die technischen Daten und Möglichkeiten des Luba Mini LiDARs. Außerdem erkläre ich euch den Unterschied der ganzen Systeme. Jetzt fragt sich jeder, was für ein Mist. Jetzt sind da so viele verschiedene Systeme auf dem Markt und ich weiß gar nicht mehr, welches System das Beste für meinen Garten ist. Und da muss man schon sagen, das ist schon ein bisschen verwirrend mittlerweile mit den ganzen Systemen. Aber damit schlägt Mamotion jetzt mit diesem Tri-Fusion Positioniersystem natürlich alle anderen Systeme in einem. Finde ich richtig cool, aber ich möchte mit euch trotzdem einfach nochmal die ganzen, ich sage jetzt mal, Systeme einfach nochmal durchgehen. Was ist LiDAR? Man kann sich LiDAR vorstellen wie so ein Fledermausradar, nur eben mit Licht statt mit Schall. Der Luba schickt tausende Laserstrahlen raus, die auf Objekte treffen, zurückgeworfen werden und aus dieser Zeit, die das Licht braucht, errechnet praktisch dieses System die Entfernung und zwar extrem präzise. Das Ergebnis ist so eine Art, ich sage jetzt mal 3D-Wolke, die dann dadurch entsteht. Also praktisch quasi ein digitales Modell des Gartens in Echtzeit. Damit erkennt er natürlich nicht nur große Hindernisse wie Gartenstühle, sondern auch kleine Dinge, dunkle Haustüre, reflexionsarme Spielzeuge und dünne Äste, was bis zu 30 Meter weit funktioniert. Was sind denn die Vorteile dann von einem LiDAR? LiDAR funktioniert unabhängig von Licht. Es ist sehr gut in komplexen, verwinkelten Gärten oder unter Bäumen gedacht. Es hat eine extrem hohe Detailgenauigkeit. Aber LiDAR hat auch Schwächen. Auf großen offenen Flächen mit wenig Objekten kann es praktisch schwierig werden, weil es weniger Referenzpunkte gibt. Also ihr habt ein riesengroßes Feld oder mehr im Garten ein Riesenfeld, wo praktisch keine Objekte da sind, Referenzpunkte da sind. Da tut es sich ein bisschen schwerer, das Ganze zu navigieren. Und durch starke Spiegelung, zum Beispiel durch Glas- oder Wasseroberflächen zum Beispiel, können Messungen auch erschwert werden. Also angenommen, ihr habt einen See im Garten, was wahrscheinlich keiner hat, können die Messungen ein bisschen verfälscht werden und nicht ganz genau sein. Aus diesem Grund kommt praktisch die Kombination mit RTK ins Spiel. Was ist denn RTK? Wer es noch nicht weiß, werde ich noch mal ganz kurz sagen. Dies ist eine Technik, die Satellitensignale nutzt, um extrem präzise Position zu berechnen. Also normalerweise liefert GPS ja eine Genauigkeit von 2 bis 5 Meter. Das reicht für ein Navi im Auto absolut aus, aber nicht für einen Mähroboter. Das wäre ja schlimm. RTK kombiniert praktisch GPS-Daten mit einer Referenzstation, die RTK-Referenzstation auf dem Grundstück, die fix angebaut werden muss. Diese Station gleicht praktisch diese Ungenauigkeiten der Satellitensignale aus und macht aus diesen 2 bis 5 Metern Genauigkeit eine Präzision von bis zu, ich sage jetzt mal 1 bis 5 Zentimeter Genauigkeit. Was sind praktisch dann die Vorteile von der RTK? Das ist ganz klar ideal für große, offene Flächen wie Sportplätze, Parks oder auch sehr weitläufige Garten. Was ist noch ein Vorteil? Sehr präzise, aber solange die Satelliteneinsicht nicht gestört ist. Was sind die Schwächen von RTK? Also wenn ihr zum Beispiel viele Bäume habt, hohe Häuser habt oder dichte Bebauung habt, könnte das Signal blockiert werden. Also man braucht aber auch eine Basisstation und das bedeutet natürlich ein bisschen mehr Setup-Aufwand. Halt kriege ich es noch raus. Und genau da setzt natürlich Mamotion in diesem Jahr auf diese iNavi RTK an. Ja, das kommen wir gleich mal zu dem iNavi, was ich gerade erwähnt habe. iNavi RTK, was ist das denn? Ich habe es ja in meinen anderen Videos zu Mamotion schon richtig ausführlich erklärt, wie das Ganze funktioniert. Aber nochmal kurz gesagt, zusammengefasst, iNavi funktioniert über eine SIM-Karte und man muss diese natürlich buchen, man muss dann ein paar Euro Gebühren zahlen dafür. Nein, es ist keine Abo-Falle, weil man es jedes Jahr neu buchen muss. Und über diese SIM-Karte zieht sich der Roboter praktisch
die Daten aus dem Netz, die GPS-Daten aus dem Netz, die Verbesserung. Aber natürlich funktioniert das auch, das was ich auch sehr, sehr gut finde. Sollte euer Garten mit WLAN abgedeckt sein, funktioniert das System auch über WLAN, also dann auch kostenlos. Aber der Garten muss komplett mit WLAN abgedeckt sein. Was ist denn praktisch der Vorteil von so einem iNavi? Also ich könnte theoretisch meinen Roboter packen, 100 Kilometer irgendwo in meinen Schrebergarten fahren, dort eine Karte anlegen und könnte dort theoretisch genauso mähen, weil sich ja praktisch diese RTK-Daten sich dann aus dem Netz zieht. Also ich brauche da keine RTK-Basisstation, was natürlich schon echt ein Riesenvorteil ist. Kurz gesagt, iNavi macht RTK einfach flexibler. Und dann haben wir noch das Vision-System. Was ist das Vision-System? Das ist im Prinzip das Auge des Roboters. Ihr seht es jetzt hier, das ist dieses Kamerasystem hier oben. Und was macht dieses Vision? Vision erkennt Objekte, Formen, Farben und sorgt dafür, dass der mehr Hindernisse nicht nur sieht, sondern auch versteht. Zum Beispiel ein Stock wird anders behandelt als ein bewegtes Tier. Also praktisch diese Kamera erkennt einfach auch Objekte und kann klassifizieren und auch unterscheiden, was vor ihm liegt. Ist natürlich auch ein großer Vorteil. Funktioniert aber auch da, wo RTK und LiDAR an Grenzen stoßen. Es gibt natürlich auch Schwächen von Vision. Klar, bei Dunkelheit ist es einfach eingeschränkt. Man bräuchte also praktisch Restlicht. Aber ich bin einfach der Meinung, das ist gar keine Schwäche, weil der Roboter soll nachts eh nicht fahren. Aber genau deshalb ist diese Kombination aller drei Systeme in einem Roboter so stark, weil wir alle Vor- und Nachteile von allen Systemen kombinieren können. Ich hoffe, euch war das Ganze jetzt nicht zu langweilig, nochmal die Unterschiede der ganzen Systeme durchzugehen und welches System für welchen Garten gedacht ist. Denn wir kommen jetzt nämlich zu diesem Tri-Fusion-System von Mamauschen, das neue, was alle drei Technologien ineinander vereint. LiDAR, Vision, RTK. Bei RTK rede ich aber nicht nur von der RTK-Basisstation, sondern auch von iNavi, also RTK iNavi, was natürlich über die SIM-Karte funktioniert und natürlich auch über WLAN funktioniert. Und was macht jetzt dieses Tri-Fusion-System? Je nach Situation wählt der Luba Mini automatisch den besten Sensor aus oder kombiniert praktisch die Daten alle miteinander. Also das heißt, auf großen offenen Flächen setzt er praktisch mehr auf RTK, also iNavi oder WLAN. In komplexen Gärten mit Bäumen, Schatten, mit vielen Abschirmungen übernimmt natürlich auch LiDAR und auch natürlich das iNavi zum Teil. Und ich sage jetzt mal, das Vision sorgt dafür, dass er praktisch Hindernisse richtig erkennt und sich dann intelligent verhält. Das Ergebnis davon ist natürlich zentimetergenaue Navigation, egal in welcher Umgebung, und das Ganze ohne Begrenzungskabel und das Ganze ohne komplexer Einrichtung. Jetzt gehen wir trotzdem nochmal die technischen Details durch. Wer sich im Detail dafür interessiert, der kann sich gerne nochmal das Video von mir anschauen, den Luba Mini RTK. Da ist es nicht ganz so viel Unterschied, außer halt die Navigation oben. Aber ich kann es euch, wie gesagt, nochmal gerne verlinken. Wir haben hier das Modell mit 1500 Quadratmeter Fläche, was er mähen kann. Wir können bis zu 20 Multizonen einrichten. Also das heißt, wir können 20 Zonen, Bereiche einrichten. Wir haben hier eine maximale Steigung, was er schafft. Und da verweise ich nochmal bitte aufs andere Video. Da zeige ich genau, was er für eine krasse Steigung einfach bewältigt. Schaut euch da bitte nochmal rein. 80% oder 38 Grad Steigung. Das ist enorm. Wir haben einen Allradantrieb mit diesen Omni-Wheels. Die sind richtig cool, finde ich. Denn der Roboter kann nämlich auf der Stelle einfach drehen, weil diese Rollen seitlich mitdrehen. Und somit beschädigt er auch schon mal allein den Rasen nicht. Wir haben hier einen verbauten Regensensor oben mit drauf, eine Stopptaste. Also der Regensensor ist natürlich dafür da, dass er praktisch bei Regen dann automatisch wieder in die Ladestation fährt. Die Stopptaste mit diesem Schlüssel. Ohne diesen Schlüssel, der muss hier gesteckt sein. Ohne diesen Schlüssel funktioniert der Roboter eigentlich auch nicht. Ist auch ein kleiner, ich sage jetzt mal ein kleiner Diebstahlschutz. Starttaste und so weiter, das haben wir hier alles mit verbaut. Und das Vorteil natürlich bei dem Mini ist, dass wir den Akku hinten austauschen können. Wir müssen hier nur 4 Schrauben öffnen und könnten theoretisch, wenn der Akku kaputt sein sollte, den einfach austauschen.
Ich habe noch ganz die Schwingachse vergessen, und zwar diese Schwingachse hier vorne, da haben wir dann Federn praktisch verbaut. Das ist praktisch, dass er sich an den Untergrund einfach gut anpassen kann und sehr, sehr geländetauglich ist. Natürlich haben wir auch noch unseren Frontbumper vorne dran. Sollte er dann doch mal irgendwo dagegen kommen oder dagegen fahren, hört der Roboter auch sofort auf zum Mähen oder umfährt das Objekt. Jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz die Unterseite an. Es ist kein Unterschied zum Luba Mini, zum normalen. Wir haben hier eine Mähbreite von 20 cm, 200 mm. Und jedem muss natürlich jetzt auch bewusst sein, dass wir nicht komplett randlos mähen können, wenn wir keine Rasensteine verlegt haben. Das heißt, dieser Bereich bleibt einfach beim Mähen immer komplett aus. Wir haben hier 6 Messerklingen verbaut und der Mähteller lässt sich in der App automatisch von 20 mm auf 65 mm einstellen. Wir haben hier einen 88 Watt starken Motor verbaut. Beim Akku habe ich es noch vorhin vergessen, wir sind ganz exakt gleich mit 6,1 Ampere wie der Luba Mini, der normale. Aber jetzt kommen wir zum großen Unterschied. Wir schaffen mit dem normalen Luba Mini RTK schaffen wir 350 Quadratmeter pro Ladung. Bei dem Luba Mini leider mit dem Tri-Fusion-System, Positioniersystem, schaffen wir aber nur 250 Quadratmeter pro Ladung. Warum ist das Ganze so? Ganz einfach. Dieses System mit diesem ganzen 3D-Erstellung und die ganzen Systeme, die brauchen definitiv einfach mehr Strom und deshalb schaffen wir auch praktisch 100 Quadratmeter weniger pro Ladung. Aber dafür ist er auch teilweise, ich sage jetzt mal, um 50 Minuten schneller wieder aufgeladen. Weiterhin ist zu erwähnen, dass er natürlich absolut wasserdicht ist, IPX6 wasserdicht. Natürlich nicht mit dem Dampfstrahler drüber gehen, ihr könnt es aber gerne einfach mit dem Gartenschlauch abspritzen, um ihn zu säubern. Leise ist er auch noch und arbeitet unter 60 dB, also auf ein paar Meter Entfernung hört man den eigentlich gar nicht mehr so richtig. Wir können alles über die App steuern und er hat natürlich auch GPS-Tracking, das natürlich automatisch auch ein Diebstahlschutz ist. Also was wird mitgeliefert? Ganz klar die Ladestation mit Netzteil. Es wird noch ein bisschen Werkzeug mitgeliefert mit Säuberungspinsel. Wichtig ist natürlich auch der Ersatzschlüssel, der noch mit dabei ist. Und 6 Klingen sind auch noch mit dabei. Was nicht mitgeliefert wird, ist eine RTK-Basisstation. Jetzt fragt sich der eine oder andere natürlich, ja wie, keine Basisstation RTK dabei? Ja, ganz klar, dieses RTK nutzen wir natürlich bei diesem Modell über eNavi, also das heißt über die 4G SIM-Karte. Kostet natürlich jährliche Gebühren oder wir können aber auch den eNavi-Service natürlich aber auch über unseren WLAN benutzen, was natürlich den Garten aber abdecken sollte. Aber zusätzlich könnte man, wenn natürlich diese beiden Systeme nicht vorhanden sind, also ihr wollt kein eNavi-System über 4G benutzen oder ihr wollt es praktisch jetzt nicht über WLAN benutzen, dann könnt ihr euch natürlich noch zusätzlich eine RTK-Station dazu kaufen. Boah Leute, ganz ehrlich, genug gelabert. Ich hoffe, euch war es bis dahin nicht zu langweilig. Ich werde auf die Einrichtung nicht 1000%ig eingehen. Ich werde es euch nur mal ganz kurz erklären. Ladestation an den Strom anstecken. Ihr müsst da bloß noch dieses Modul oben draufschrauben auf den Luba Mini. Das ist überhaupt kein Problem. Ist alles wirklich auf einer Riesenbeschreibung erklärt. Danach stellt ihr den Luba einfach mal rein. Ihr downloadet die Mammotion App runter. Verbindet praktisch mit Bluetooth dann euren Roboter. Das ist wirklich total einfach alles erklärt in der Software. Folgt einfach diesen Schritten und verbindet den Luba mit Bluetooth und dann vor allem würde ich euch noch empfehlen, definitiv noch eine WLAN-Verbindung zu machen, damit ihr euren Luba Mini immer wieder mal updaten könnt, damit ihr immer die aktuelle Software auf eurem Luba habt. Mehr müsst ihr im Endeffekt nicht machen. Das sind keine 10 Minuten und schon könnt ihr mit dem Kartieren loslegen. Wir werden jetzt mal ganz kurz die Kartierung durchgehen und wollen natürlich dann gleich mal testen, wie er sich so in der Praxis schlägt. Jetzt habe ich mal die Ladestation einfach mal hier aufgebaut für euch und ihr habt jetzt praktisch das Ganze mit Bluetooth verbunden, ihr habt es reingestellt, ihr habt es mit WLAN verbunden, damit ihr Updates fahren könnt und ihr lasst jetzt einfach mal laden. Solltet ihr das alles erledigt haben, brauchen wir bloß da oben nochmal draufklicken auf diese Navigationsleiste oben, wo die 91% drin stehen. Klickt da einfach mal drauf und jetzt kontrolliert einfach nochmal die ganzen Systeme. Also wir haben das Ganze mit Bluetooth verbunden, wir haben das Ganze mit WLAN verbunden, wir haben das Ganze mit
mit 4G verbunden und LiDAR, Positionsstatus ist auch sehr gut. Also das heißt, wir klicken jetzt erstmal drauf, konsoliert das Ganze. Wenn ihr den eNavi-Service mit 4G nicht aktiviert habt, müsst ihr das Ganze aktivieren. Aber wie auch schon gesagt, es muss nicht aktiviert werden. Jetzt gehen wir nochmal zurück, gehen wir nochmal drauf. Und zwar ist es jetzt hier, wenn ihr da auf Verlängern geht, dann könnt ihr hier nochmal feststellen, was das Ganze kostet. Also ihr könnt ja nochmal draufklicken und schaut einfach mal, was das kostet aktuell. So, jetzt gehen wir aber nochmal da oben drauf und sagen, wir wollen das Ganze aber über eine RTK-Station machen. Da gehen wir RTK-Dienst aktivieren hier unten. Jetzt könnt ihr, wie gesagt, das eNavi einstellen oder ihr könnt die RTK-Referenzstation einstellen, wenn ihr da drauf klickt. Wenn ihr natürlich eine benötigt, wenn ihr sagt, ich will das 4G nicht haben und ich habe kein WLAN im Garten. Aber wenn ich das Ganze jetzt einmal, ich mache das jetzt über 4G, bestätige, dann kommt nochmal eine Abfrage, will ich das Ganze über 4G machen oder will ich mir dann einfach die Kosten sparen und ich habe komplette Abdeckung im Garten mit WLAN, dann klicke ich auf WLAN. Aber wir machen das Ganze mit 4G, mit der SIM-Karte. So, dann haben wir das Ganze erledigt. Jetzt müssen wir eigentlich gar nicht viel machen. Das Ganze, der nächste Schritt ist auch in ein paar Minuten erledigt und schon können wir loslegen. Ihr seht da unten, erstellen Sie eine Karte. Dann müssen wir das Ganze praktisch nur mal jetzt durchklicken, wie das Ganze, da wird nochmal alles komplett erklärt und gehen dann mal auf Weiter. Und jetzt können wir einfach nur unseren Roboter starten. Wir können praktisch das Ganze jetzt dann, ich sage jetzt mal, kartieren die Karte. Jetzt fährt der Roboter erstmal raus. 1,50 Meter, ich hoffe, er ist erst noch auf der Kamera. Es macht da eine 360-Grad-Drehung, das ist für das LiDAR da. Das LiDAR scannt jetzt den kompletten Bereich mit diesem 3D ab und erstellt eigentlich schon mal eine 3D-Karte. Wenn das jetzt erfolgreich war, können wir eigentlich schon mit dem Kartieren starten. Und zwar ist es jetzt so, ihr könnt das Ganze automatisch kartieren lassen mit der KI. Aber ganz ehrlich, das funktioniert in diesem Garten definitiv nicht, weil der wirklich keine abgegrenzten Bereiche haben. Deshalb werde ich das Ganze manuell machen. Ihr klickt dann einfach drauf, der Roboter hat sein Ziel erreicht. Und wir können es dann hier nochmal entscheiden unter manuelle Kartierung, das werde ich machen, oder eine automatische Kartierung. Ich gehe die manuelle Kartierung, verstanden, und wir können das Ganze starten. Der Roboter dreht sich jetzt nochmal eine Runde, es tauchen dann 2 Joysticke auf und da müsst ihr dann einfach auf Start klicken und euren Garten einfach abfahren. In welche Richtung ihr das Ganze abfahrt, in diese Richtung wird er dann praktisch auch mähen, also das heißt, je nachdem, gegen Uhrzeiger oder mit dem Uhrzeigersinn. Ich mache das meistens immer, ich sage jetzt mal, in diesem Garten ist es dann eher gegen den Uhrzeigersinn und so werde ich jetzt den Garten einfach mal kartieren. So, verstanden, und wir können jetzt eigentlich halt hier mit diesem Joystick einfach dann schon loslegen. Das heißt, zack, und werden das Ganze jetzt drehen und werden meinen Garten komplett abfahren. Das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf, das brauche ich auch nicht mehr sagen, das geht sowas von einfach. Jetzt haben wir die No-Go-Zone erstellt, das ist dieser gelbe Bereich da oben und jetzt zeige ich euch noch mal was ganz kurz, dieses FPV da unten, nur zur Info, wer es noch nicht kennt, draufklicken und schon habt ihr eine Live-Ansicht eures Roboters, wo er hinfährt, das bin ich da drüben. Servus miteinander. So, jetzt gehen wir mal zurück und wollen ihn natürlich auch mähen lassen. Dazu klicken wir auf den Bereich 1, einfach mal, was wir gerade angelegt haben, bestätigen. Und so können wir jetzt einige Sachen einstellen noch. Jetzt gehen wir mal auf die Einstellungen nochmal drauf zu. Wir können jetzt diese Schnitthöhe einfach anpassen. Wir können jetzt sagen, okay, wir lassen ihn auf 30 mm fahren. Wir können die Mähgeschwindigkeit anpassen. Wir können Bahnabstand anpassen. Das würde ich einfach mal so dabei lassen. Schnittbahnmodus könnt ihr auch noch einstellen. Ich werde jetzt diesen Modus hier wählen, aber ihr könnt es auch diesen Modus machen, ihr könnt ein Schachbrett machen, ihr könnt diesen Modus machen. Das ist dann so, er stellt sich je nachdem, je nach Garten stellt er sich automatisch ein. Diese Bereiche Meter so rum, diese Bereiche Meter so rum, das habe ich jetzt drin.
Anzahl der Umrundungen, da mache ich immer 2 Stück, also er fährt zweimal diese Umrundungen einfach mal durch. Wir können die Hinderniserkennung nicht ausschalten, bitte. Ich würde es auf Standard lassen, empfindlich ist dann schon sehr heftig, aber gut. Wir können Rundenanzahl der Sperrzone, ja, müsst ihr selber mal ein bisschen durchprobieren, je nachdem wie euer Garten aufgebaut ist. Zuerst die Parameter werde ich hier außenrum machen oder ihr könnt auch zuerst einen Zickzack machen. Aber wie gesagt, schaut euch das Ganze mal an. Ich würde sagen, wir mähen jetzt einfach mal los und testen, was er so macht. Meine Lieben, wir können loslegen mit Mähen. Richtig cool und ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt in diesen, ich sage jetzt mal wirklich Problemgarten. Das ist ja kein geleckter, einfacher Garten. Hier hängt überall was rum, Büsche und so weiter und so fort und das ist echt kompliziert. Und wir wollen mal schauen, wie er sich mit dieser dreifachen Navigation einfach jetzt hier schlägt und mit diesem LiDAR und mit dem anderen. Wir wollen es einfach mal schauen. Ihr seht jetzt hier gerade auch noch einen, ich nenne es mal Mähport. Den kann man sich als Zubehör noch dazu bestellen. Ich werde natürlich alles unten in der Videobeschreibung mal für euch verlinken. Dann könnt ihr mal selber drauf schauen. Ich finde diese Garage hier echt ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe schon eine Automatikgarage, eine richtig coole Hütte gebaut. Schaut da das Video auch mal an. Er startet an einem beliebigen Stelle. Also ich weiß nie, wo er immer startet. Das war bei den anderen Modellen auch schon so. Er startet einfach komplett willkürlich irgendwo im Garten. Hier seht ihr mal wirklich, wie genau er da wirklich lang navigiert. Jetzt kommt er zu den Steinen, erkennt die Steine und fährt echt super schön an den Rand ran. Perfekt. Genau so, wie ich es eingestellt gehabt habe. Und er berührt die Steine hier nicht. Super. Selbst mit den Tannen hat er jetzt kein Problem, dass er den Tannen jetzt richtig groß ausweicht. Er fährt wirklich genau die Spur, wo ich gesagt habe. Also das passt auch. Hey, faszinierend, wie der Zentimeter genau um dieses Teil hier rumfährt, um das Hindernis. Ey, faszinierend. Also richtig gut, wie das funktioniert. Also ich muss schon zugeben, ich bin jetzt gerade fasziniert, wie genau der praktisch auf den Rasensteinen da entlang fährt. Ohne Probleme. Auch jetzt, wenn Pflanzen in der Gegend stehen, hat er wirklich nicht ganz so große Probleme damit. Echt top. Das war jetzt immer so die Problemecke mit den anderen Robotern. Da hat das nicht immer hundertprozentig gut gemacht. Aber ich muss sagen, bis jetzt schlägt das sich echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das passt schon mal. Die anderen haben es jetzt immer schlechter gemacht an dieser Ecke, weil das ist wirklich eine Problemecke mit dieser Schubkarre hier. Weil die hat immer ziemlich Ärger bereitet. Jetzt macht so, jetzt fängt er dann die zweite Runde an. Jetzt versuche ich mal für euch das Geräusch aufzunehmen. Ich bin jetzt direkt am Roboter. Man hört ihn so gut wie nicht.
Also er ist sowas von super leise, muss ich sagen. Echt top. Ultimativen Igeltest muss man natürlich auch probieren. Ich habe hier meinen Testigel da. Jetzt kommt er gleich. Wow, wow. Hoffentlich fährt er auch an der Stelle. So, was macht er? Jawohl, er weicht wunderbar aus. Super. Und vor allem noch richtig weit. Passt, das war jetzt aber kein Zufall. Wir wollen es gleich nochmal probieren. Ja. Und bremst ab und umfährt das Ganze. Perfekt, also es funktioniert super. Oh nein, ich habe die Wäschespinne stehen lassen. Schauen wir mal, was Leida macht. Ich gehe natürlich auch mal weg. Fährt er dagegen oder fährt er nicht dagegen? Nein, er umfährt es richtig schön. Also ihr seht, ihr könnt auch mal die Wäschespinne stehen lassen. Uah, was macht er mit dem flachen Rechen? Selbst der flache Rechen ist erkannt worden von Vision und dem Leida. Ich sage jetzt mal so, diesen flachen Rechen hätte jeder andere jetzt übermäht. Wow, das hat mich jetzt gerade gewundert, dass er angehalten hat. Ich bin schon erschrocken und wollte schon eingreifen, aber er hat es gepackt. Top. Boah, also ganz ehrlich Leute, ich bin jetzt gerade ein bisschen geflasht. Mit allen anderen Robotern hatte ich an diesem Schubkarren Probleme und ich habe ihn sehr, sehr knapp ausgegrenzt. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt der erste Roboter von Mammotion, der das richtig gut packt, ohne Probleme. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen geflasht, weil ich mit allen anderen hatte ich wirklich Probleme mit diesem Schubkarren hier. Und der fährt hier so einfach Zentimeter genau außen rum. Richtig, richtig gut. So, der Mähvorgang ist vollendet. Der Roboter fährt jetzt automatisch in die Ladestation und lädt erstmal eine Runde. Oh, mein schöner Igel. Oh mein Gott, jetzt hat er eine kleine Zacke weg. Oh, das wollte ich natürlich jetzt nicht. Entschuldigung. So, ja, was soll ich dazu sagen? Also das Erste, was ich jetzt wirklich begeistert bin, ist wirklich, dass er diesen Schubkarrenbereich sowas von Zentimeter genau gemäht hat. Ich habe jetzt bei meinen anderen, habe ich jetzt schon weiter außen rumfahren müssen, weil der mit dem Schubkarren hat jeder bis jetzt ein Problem gehabt. Bis auf der hier. Also das mit dem Leida in Kombination mit Vision und RTK funktioniert echt super. Und so genau hat bis jetzt kein Roboter dort navigiert. Top. So meine Lieben, der erste Test hat richtig gut funktioniert, aber dazu sage ich nachher einfach nochmal was dazu. Ihr wisst ja, der Luba Mini AWD ist ja auch richtig, richtig geländegängig durch seinen Allradantrieb und durch seine 38% Gradsteigung. Und das ist richtig enorm, aber das brauche ich nicht nochmal testen, denn der Luba Mini Trifusion mit diesem dreifachen Positioniersystem ist genauso geländegängig wie der normale Luba Mini der RTK, und das werde ich euch jetzt gern nochmal einblenden. Wen das komplette Video interessiert, das kann ich natürlich nochmal dort oben einfach oder unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber schauen wir einfach trotzdem mal rein, wie geländegängig der Luba Mini wirklich ist. Jetzt ganz ehrlich Leute, 38 Grad, wow, das wird heftig, und vor allem, das ist keine Wiese, das ist ein Acker. Das hat von weitem nicht so ausgeschaut. Leute, seht ihr das? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Der kommt da durch dieses kranke Gras, kommt der da durch. Ey, nee, nicht wirklich, oder? Also ich würde es euch definitiv nicht raten, das mit eurem Luba zu machen, weil das ist ja nur noch Gequälerei. Aber ihr glaubt es nicht, was der packt.
Und was sagt ihr jetzt zu der Geländegängigkeit des Luba Minis? Also das ist wirklich enorm, was dieses Gerät, dieses kleine Gerät einfach packt an Steigung und vor allem an Gras, was der da wegballert. Wahnsinn. Jetzt kommt bestimmt von euch wieder eine Frage, ob der Luba 2 auch mit diesem Tri-Fusion System oder zumindest mit LiDAR ausgestattet wird. Diese Frage kann ich euch leider nicht beantworten. Ich habe auch Mammotion gefragt, aber die konnten mir da auch keine Auskunft darüber geben. Und deshalb müssen wir uns höchstwahrscheinlich dann einfach überraschen lassen, ob diese Systeme auch auf die anderen Roboter irgendwann mal verfügbar sein werden oder übertragen werden, diese Systeme. Jetzt muss ich auf den Boden, damit ihr mich sehen könnt hier. Jetzt möchte ich einen Punkt noch ansprechen, und zwar diesen Punkt Randbereich mähen. Wenn natürlich eine Mauer habt oder ihr keine Rasensteine habt, ihr seht jetzt dieser kleine Bereich. Ich habe jetzt an dieser Stelle einfach noch keine Rasensteine, musst mir vielleicht einfach mal legen. Und zwar, ihr seht jetzt hier dieser Streifen. Diesen Streifen hat er einfach nicht gemäht. Das ist einfach so ein Stück, weil der Mähtenner natürlich in der Mitte des Roboters angebracht ist, wie die meisten Roboter einfach alle haben, außer der Luba 2. Und deshalb mäht er diesen Bereich nicht. Aber wenn wir jetzt auf die andere Seite einfach mal schauen, dort wo die Rasensteine gelegt sind, ihr seht, er hat alles perfekt hier an dieser Stelle gemäht und ist schön, richtig schön auf den Rasensteinen entlang gefahren. Also das müsst ihr einfach wissen und bedenken, wenn ihr da am Mauern habt oder so, dass ihr einfach immer so einen Bereich nicht gemäht habt. So, die stellen wir jetzt dann wieder hin. Kann man natürlich auch am Boden festschrauben, die Garage. Ich werde euch natürlich unten die Roboter und alles, ich werde euch natürlich alles in der Videobeschreibung verlinken. So, jetzt hole ich aber, bevor wir zum Fazit kommen, hole ich doch mal mein Höckerchen. Höckerchen. Das hört sich echt komisch an. Ich hole mal meinen kleinen Hocker und jetzt kommen wir mal zum Fazit. So, meine Lieben, mein Fazit: Der Luba Mini AWD LiDAR Tri-Fusion ist nicht nur ein einfacher Mähroboter. Aus meiner Sicht ist es sogar die Zukunft der Gartenrobotik. Was mir am meisten gefallen hat, ist wirklich die einfache Einrichtung, die extrem präzise Navigation. Ihr habt es gesehen, wie genau er gefahren ist, und natürlich die Fähigkeit, in komplexen Umgebungen zuverlässig zu arbeiten. Also der Garten ist wirklich komplex und kompliziert. Und natürlich muss man auch die Hinderniserkennung, die gute, noch erwähnen, und natürlich auch die gute Geländetauglichkeit. Dank Tri-Fusion-System hat man endlich einen Roboter, der nicht nur auf eine Technik angewiesen ist, sondern die Stärken aller anderen Systeme kombinieren kann. Und das merkt man natürlich im Alltag sofort. Also ich bin positiv begeistert davon. Daumen hoch. Boah, ich brauche jetzt erstmal echt ein Feierabendbier. Das war ja mal wirklich ein echt super langes Video wieder. Sorry dafür. Aber ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen einfach mal weiterhelfen mit der Entscheidung oder der Erklärung nochmal der verschiedenen Systeme, für welchen Garten die gedacht sind. Und natürlich, dass wir hier ein Trippelsystem haben, das alles miteinander kombiniert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst dem Video doch bitte einen Daumen da. Damit würdet ihr Gipfelholz einfach unterstützen. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Oder vergesst die kleine Glocke nicht. Und ich würde sagen, schöne Mähgrüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.